Ich bin an der Professur für Lebensmitteltechnik an der TU Dresden tätig und wir haben uns die letzten, ich würde mal so sagen, 10 Jahre ungefähr schon mit Johannes Bert Treste beschäftigt in nationalen und internationalen Forschungsprojekten. Und meine Zukunft wird dann ab Januar auch an der THOWL weitergehen. Deswegen vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, Was will ich so ein bisschen vorstellen in dem Vortrag ist das Potenzial von diesem Nebenprodukt oder Nebenstrom aus der Johannisbeersaftproduktion. Wir haben uns das in ganz unterschiedlichen Aspekten angeguckt und ich will halt mal so einen kleinen Überblick geben mit, was kann man denn eigentlich damit machen? Wo liegen vielleicht noch Schwierigkeiten? Ganz kurz noch mal zur Einordnung, was sind Lebensmittelverluste und was ist Lebensmittelabfall? Oder nicht alle Begriffe sind so synonym zu verwenden. Also, das Lebensmittelverluste und Abfall findet man entlang der ganzen Wertschöpfungskette, also von der Primärproduktion bis das, was dann letztendlich beim Konsumierenden, im Abfall vielleicht landet wegen MHD-Überschreitung oder zu viel gekauft oder nicht, vollständig aufgegessen. Und das, wo wir unsere Nebenprodukte finden oder Nebenströme, das ist also in der Produktion. Das heißt, es sind während des Produktionsprozesses entstehende Produkte, die essbar sind, also die Teil des Lebens oder des Lebensmittelrohstoffes sind, aber nicht in das Hauptprodukt, gelangen, die also teilweise in den Betrieben auch nicht als Lebensmittel definiert werden, sondern eben als Lebensmittelabfall, ähm, geführt werden und dadurch also auch nicht Teil der Erfassung der Produkte sind unbedingt. Das heißt also, wir befinden uns in diesem Prozessschritt hier vorne, bei der Prozessierung der Lebensmittel. Und da schauen wir uns an, was kann man denn noch machen? Ein Beispiel, ist nur der Johannisbeer-Trester oder der Trester überhaupt aus der Fruchtsaftproduktion. Es gibt aus der Obst- und Gemüseverarbeitung noch viele andere Beispiele, aber der Trester ist ein Produkt, mit dem wir uns beschäftigt haben. Während der Lebensmittelverarbeitung passieren also ganz unterschiedliche Lebensmittelverluste. Manche sind, eingeplant, manche sind nicht eingeplant. Das heißt also, wir haben ganz unterschiedliche Verluste vom Rohmaterial zum Endprodukt. Manche sind eben dadurch, dass wir, Rückstellproben brauchen oder für die Qualitätskontrolle Proben brauchen oder auch durch Reinigungsverluste. Manche sind durch, unvorhergesehene Dinge wie, Ausfall von Produktionsanlagen oder Rückstau oder auch, Bedienfehler und andere, das dritte große Thema ist eben hier die, Lebensmittel Nebenströme, die also nicht verwendet werden aktuell. Also, wir reden hier von Produkten, die jetzt nicht als Lebensmittel, weiter schon verwendet werden. Und im Fall von der Fruchtsaftproduktion ist das ein ganz interessantes Nebenprodukt, weil wenn man sich das anschaut, also, wir gehen vom Rohstoff Apfel zum Beispiel aus, dann ist unser Hauptprodukt der Apfelsaft. Darauf sind die Prozesse ausgelegt, also, aus dem Apfel möglichst viel Apfelsaft zu produzieren. Und das Nebenprodukt ist also der Apfeltrester. Das heißt, alle Bestandteile des Apfels, die nicht in den Saft gelangen. Das sind also hauptsächlich Schalen, Fleischbestandteile, also sehr ballaststoffreiche, Produkte und die können also noch weiter verarbeitet werden. Je nachdem, was für 'n Fruchtrohstoff man sich anschaut, ist dieses Nebenprodukt auch schon unterschiedlich stark in Verwendung. Beim Apfel ist das Nebenprodukt Apfeltrester schon häufig, weiterverwendet. Daraus wird Pektin gewonnen. Das heißt also, das ist schon ein Nebenprodukt, das in teilweise weitere Verarbeitung übergeht, ähm, wo also ein wertgebender Inhaltsstoff schon daraus, extrahiert werden kann und auch schon was auch schon sehr stark umgesetzt ist. Es ist aber nicht bei allen Rohstoffen so und wenn man so eine Kälterei mal durchschaut, was die so sonst so produzieren, neben Apfelsaft findet man also noch jede Menge Rohstoffe und jede Menge Nebenprodukte, die dann nicht vollständig verwertet werden. Und wir haben uns, das Beispiel Johannisbeer-Trester, angeschaut. Das heißt also, wenn man sich den hier sind rote und schwarze Johannisbeeren mal als Beispiel. Wenn wir die, zum Saft pressen, haben wir so ungefähr 75 des Rohstoffes gehen in den Saft und 25 davon bleiben also als Trester
zurück. Das sind also, wie gesagt, Schalen und Zellwandbestandteile. Das sind Kerne, teilweise auch Stiele und Blattreste, je nachdem, wie die Johannisbeeren geerntet werden. Und, das liegt also alles in dem Dres davor. Im Aktuell in den Kältereien ist es häufig so, dass dieser Dres als Tierfutter verwendet wird oder auch als Biogassubstrat dient oder auch als Dünger. Das sind schon Verwertungen, die natürlich für die Kälterei teilweise sinnvoll sind, teilweise aber auch gar nicht so günstig sind, da der Johannisbeertrees einen relativ niedrigen pH-Wert hat. Das heißt also auch, den als Dünger zu verwenden, ist teilweise schon ein bisschen begrenzt. Und da fehlt es teilweise dann halt an Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Warum sollte man das machen mit dem Johannisbeer-Trester? Also wir haben ein Produkt, was relativ reich an Ballaststoffen ist. Wir haben viele Zellwandbestandteile. Wir haben noch einen sehr hohen Polyphenolgehalt, also eine sehr intensive Farbe des Tresters, denn nicht alle Farbstoffe gehen in den Saft über, sondern teilweise sind die an den Zellwänden oder an Fruchtfleisch assoziiert und gehen dann also in den Trester mit über. Das heißt, wir haben sehr farbintensive, Produkte, die hier entstehen. Und wir haben generell bei Johannisbeeren eine geringe Pestizidbelastung, und das sind natürlich Produkte. Die Beere würde man ja auch im Ganzen essen, genau wie den Apfel auch im Ganzen isst, und dadurch ist der Dresder natürlich auch, wenn man ihn richtig behandelt, auch ein Lebensmittel. Was, wichtig ist, ist bei der Verarbeitung des Dresters, dass wir ein relativ mikrobiell sensibles Produkt haben. Also, wir haben noch relativ viel Wasser nach der Fruchtsaftproduktion oder nach dem Saftpressen, und dadurch ist also eine Haltbarmachung, die sich hier anschließt, essenziell. Das heißt also, in irgendeiner Weise muss die mikrobielle Wachstum verhindert werden, also entweder durch Trocknen oder, Gefrieren kann der Dresder dann erstmal lagerfähig gemacht werden und dann weiterverarbeitet werden zu einem Faserpulver, was dann ganz vielfältig einsetzbar ist im Lebensmittel. Ähm, Wie sieht das Ganze dann aus? Also hier oben sind mal solche Johannisbeerpulver, die wir produziert haben, dargestellt. Also man sieht schon schwarze und rote Johannisbeere, und wir haben uns auch noch Edeleberesche und noch andere äh, Dresder angeschaut. Man sieht also, das Pulver ist sehr farbintensiv, was dort entsteht. Und wenn man sich die Zusammensetzung dieses Drehsers mal anschaut, sieht man also, dass über die Hälfte erstmal Ballaststoffe sind. Das sind also Pektin, Hemicellulose, Cellulose und Lignin. Der Pektinanteil in dem Johannisbeerdresser ist relativ gering, da bei der Saftproduktion oder beim Maischen der Früchte häufig Pektinasen eingesetzt werden, um die Saftausbeute zu erhöhen. Deswegen ist der Pektinanteil relativ gering. Dann haben wir, Fett, das kommt hauptsächlich aus den, Samen der Johannisbeeren. Das heißt also, das ist erstmal innerhalb der Samen eingeschlossen. Erst wenn man die aufschließt oder vollständig vermahlt, dann wird dieses Fett frei. Dann haben wir ungefähr 15% Protein und dann noch, im getrockneten Dres nur noch 3% Wasser, also nicht mehr dann ein haltbares Produkt, wenn wir das auf so ein Wassergehalt runtergetrocknet haben. Vorteil ist also, wenn man das als Lebensmittel noch weiter verwenden kann, ist, dass wir also dieses Abfall oder diesen Nebenstrom, weiter nutzen können, auch als Lebensmittel, und dadurch also Verluste reduzieren. Wir haben ernährungsphysiologisch wertvolle Produkte, die wir hier weiterverwenden können, und 'ne natürliche Zutat, die also in den Lebensmitteln eingesetzt werden kann. Das Bild hier oben ist also der Johannisbeer-Trester, wie er erstmal getrocknet ist, und genau, das heißt also, man sieht die einzelnen Komponenten, und die sind sehr inhomogen, der Tracer. Das heißt, wir haben sehr spröde Bestandteile und die harten Samen, weswegen die Verarbeitung des Tracers auch nicht so ganz trivial ist, wie wir uns, als wir damit angefangen haben zu arbeiten, vielleicht uns erhofft hatten. Das heißt also, in die Verarbeitung muss ein bisschen Energie reingesteckt werden. Hier sind nochmal die Zusammensetzung von verschiedenen Beerenarten, dargestellt. Und wir sehen schon, dass die ein bisschen sich unterscheiden, ob man sich rote oder schwarze Johannisbeere anguckt oder, Stachelbeere oder Edeleberesche oder Aronia. Der Ballaststoffgehalt schwankt also so ein bisschen.
und auch der Fett und Proteingehalt. Das hängt immer damit zusammen, wie hoch der Samenanteil in den Früchten ist. Also, in der schwarzen Johannisbeere haben wir einen relativ hohen Samenanteil und dadurch ist der Fettgehalt auch relativ hoch. Aber was wir hier oben sehen in der obersten Spalte ist erstmal der Wassergehalt in dem Dresdler direkt nach der Saftproduktion. Da sehen wir also schon, dass wir über 50% noch Feuchtigkeit in dem Dresdler haben, was also dazu führt, dass der sehr schnell, ähm, verderben kann. Das heißt, vor allem Hefen können sich da sehr gut drauf vermehren und, die unmittelbare Haltbarmachung wird dadurch also notwendig. Wir haben das durch eine Trocknung, realisiert und dann ein stabiles Pulver daraus hergestellt. Ähm, genau. Das heißt also, wir wollen das so schonend wie möglich machen, das Trocknen und auch das Vermahlen. Und wenn man sich das also anschaut, hier diese Dresdner Komponenten, sieht man also, dass die Samen und die restlichen Dresdner Bestandteile sehr unterschiedlich sind ähm, ja, von ihrer Textur und auch von ihrer Zusammensetzung. Das heißt also, auch die Verarbeitung wird ein bisschen unterschiedlich sein. Das heißt, wenn ich das als Gesamtes vermahlen möchte, sind die Kerne sehr hart und der Rest des Drehsters ist sehr spröde. Das heißt also, ich brauche Ultrazentrifugalmühlen oder auch intensivere Mahlverfahren, um die Kerne aufzuschließen. Wenn ich die Kerne aber aufschließe, kann es dazu kommen, dass die Samenöle austreten und dann wieder Siebe verstopfen oder ja, mir die Anlagen quasi, die Siebflächen belegen und dann also auch diese Vermahlung erschweren. Das heißt also, es ist nicht ganz so einfach, diesen Dresdner zu vermahlen. Und wir wollen aber auf jeden Fall ein mikrobiell sicheres Produkt herstellen und das auch so schonend wie möglich machen, um die Polyphenole also zu konservieren. Wir wollen nicht so starke thermische Belastung dabei haben und bei dieser Trocknung vor allem auch die Pektinasen, die am Anfang hinzugegeben werden, inaktivieren. Und unser Anspruch war immer, dass wir Partikelgrößen unter 100 μ erreichen, sodass wir also auch in 'nem Partikelgrößenbereich von Mehl sind, weil wir ursprünglich davon ausgegangen sind, das als Mehlersatz sozusagen in Backwaren einzusetzen. Und wie gesagt, ist die Zerkleinerung der Kerne also dabei eine große Herausforderung, weshalb ich also, intensivere mechanische Energie hier eintragen muss. Was haben wir gemacht? Wir haben das also mit verschiedenen Trocknungsmethoden uns angeschaut, wie stabil, sind die Polyphenole und in was für 'ner Zeit kann man den Dresdner trocknen. Hier sind also mal beispielhaft so ein paar Trocknungskurven aus einem Hordentrockner dargestellt. Das BC ist der schwarze Johannisbeere bei unterschiedlichen Trocknungstemperaturen. Sieht man also schon, dass man natürlich, wenn man mit höherer Trocknungstemperatur herangeht, also schon innerhalb von 4 Stunden bei dem Dresdner auf unter 10% Feuchtigkeit ist. Und bei roter Johannisbeere, hier ist im Vergleich die verschiedenen Dresdner Arten, rote Johannisbeere, schwarze Johannisbeere und Pressrückstände sind das von quasi Fruchtaufstrichen oder Passierrückstände von Fruchtaufstrichen. Und man sieht schon, die Trocknung verhält sich natürlich immer überall ein bisschen unterschiedlich, aber man kann mit so einer Hordentrocknung also relativ effizient die Dresdner trocknen. Und hier in dem rechten Diagramm sind die Auswirkungen auf den Polyphenolgehalt dargestellt. Das heißt natürlich am schonendsten ist unsere Referenzmethode, was Gefriertrocknung war. Je höher die Trocknungstemperatur wird, desto geringer wird auch der nachweisbare Polyphenolgehalt. Das heißt, durch intensivere Trocknungstemperaturen wird dieser Gehalt auch reduziert und ist auch unterschiedlich, je nachdem, was für eine Beerensorte ich mir angucke. Wir konnten aber vor allem bei schwarzer Johannisbeere feststellen, dass auch so 50 Grad Trocknungstemperatur eigentlich sehr gut funktioniert und wir da gute Ergebnisse erzielen konnten. Genau, das heißt also, eine Möglichkeit ist, den gesamten Dresdner zu trocknen und zu vermahlen oder was wir auch noch gemacht haben, ist eine Grobvermahlung mit einer Messermühle zu etablieren und dadurch dann nur die feinen Fraktionen sozusagen zu zerkleinern und die Samen abzutrennen und dann eine sehr feine Vermahlung an der Ultrazentrifugalmühle oder einer Planetenkugelmühle zu machen und damit also auch sehr feine Partikelgrößen zu erreichen. Das heißt, es ist schon möglich, den Dresdner auch in sensorisch sensiblen Systemen wie in Joghurts oder in Cremes einzusetzen, wenn man eben die Samen vorher abtrennt und damit eine intensivere Vermahlung, realisieren kann.
Und natürlich haben wir uns auch angeguckt, was kann man eigentlich damit machen? Also, die Dresdner Pulver, besitzen verschiedene Funktionalitäten. Sie sind intensiv wasserbindend und quellen auch auf. Ähm, je nach Komposition, also vor allem abhängig vom Ballaststoffgehalt und vom Fettgehalt, besitzen sie also eben verschiedene funktionelle Eigenschaften. Das heißt, sie sind sehr gut einsetzbar als Mehlersatz oder als Faserzusatzstoff sozusagen in Backwaren. Damit haben wir angefangen und, diese Dresdner Pulver geben also auch in allen Produkten 'ne intensive Färbung. Das heißt also auch die natürliche Farbe verändert auch das Endprodukt. Wie sehen die Produkte dann letztendlich aus, die wir damit produziert haben? Also, in dem EU-Projekt haben wir Cracker gebacken, die sind hier mal dargestellt. Die sehen jetzt so 'n bisschen aus wie Schoko-Cracker. Das waren also salzige Cracker, die beinhalten aber nur, als färbende Komponente den Dresder und Sesam obendrauf, damit man erkennt, dass das ein herzhaftes Produkt ist. Und dann haben wir Sensorikstudien gemacht in unseren verschiedenen Partnerländern und geschaut, wie kommen denn die Cracker an, also wie ist die Akzeptanz, und wird auch das sozusagen, befürwortet, dass solche Nebenprodukte weiterverwendet werden. Und man kann so 'n bisschen erkennen, dass es unterschiedlich ist, je nach Herkunftsland, ob das jetzt Cracker 'n übliches Produkt ist, was gegessen wird und auch ob Drest oder Johannisbeeren überhaupt, bekannte Produkte sind. Das heißt, in Schweden und in Großbritannien war so die Akzeptanz 'n bisschen besser als jetzt, in Spanien zum Beispiel. Alle oder über 90% der Teilnehmenden aus der Studie haben aber gesagt, sie würden es befürworten, so 'n Nebenprodukt, weiterzuverwenden in Lebensmitteln und würden auch, äh, darauf reagieren, wenn das quasi beworben wird mit, dass das aus 'nem Nebenprodukt oder aus 'nem Nebenprodukt hergestellt wurde. Das heißt, die Anwendung in Backwaren funktioniert sehr gut, wenn man den Dresdner ganz vermahlt. Und wir sind dann aber noch einen Schritt weiter gegangen. Das ist aber quasi nur im Labormaßstab etabliert worden, eine Fraktionierung des Dresdners, um noch mehr funktionelle Komponenten aus dem Dresdner hervorzuholen. Das heißt also, nicht nur ein Pulver zu gewinnen, sondern verschiedene Fraktionen. Das habe ich eben schon erwähnt, dass man quasi fraktionieren kann in eine Faserfraktion und eine Samenfraktion. Und wenn man das jetzt weiterdenkt in so ein Zero-Waste-Konzept, haben wir ja schon drüber gehört, gerade in dem Vortrag davor, könnte man aus den Samen quasi jetzt noch das Samenöl pressen. Das haben wir quasi auch gemacht. Dann erhält man noch einen Presskuchen. Aus dem könnte man dann Proteine extrahieren und aus der Faserfraktion könnte man Ballaststoffe fraktionieren. Aus dem Rückstand des Presskuchens, das kann dann auch in die Ballaststofffraktionierung gehen. Das heißt, man kann Ballaststoffkomponenten bekommen und Proteine, die beide als Lebensmittelzutaten, eingesetzt werden können und auch das Samenöl, was entweder direkt als Lebensmittel weiterverwendet werden kann oder auch in andere industrielle Anwendungen gehen kann. Und das wäre quasi so eine ganze Verarbeitung des Dresders in allen möglichen Fraktionen. Genau, also was wir uns angeschaut haben, ist, dass der Johannisbeer-Dresdner auf jeden Fall ein Produkt ist, was ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist, das weiter zu verwerten. Das große Problem des hohen Wassergehaltes kann also durch eine unmittelbare Haltbarmachung gelöst werden. Das einzige Problem, was in der ökonomischen Analyse also dazu auftritt, ist, dass halt die Investitionskosten, sich nicht lohnen, wenn eine kleinere oder mittelständische Kälterei jetzt nur einen dieser Dresdner verarbeiten würde, würde sich das nicht lohnen, sondern man müsste schon mehrere oder 'n Großteil der Nebenprodukte auf diese Weise verarbeiten und dann, wäre das auch sinnvoll. In cerealienbasierten Produkten, also in Backwaren, und, Extrudaten hat der Bärendrescher sehr großes Potenzial. Und die Fraktionierung ermöglicht also noch eine weitere Anwendung, da wir da auch Produkte erzeugen können, die sehr feine Partikelgrößen haben, und eben zusätzliche Funktionalitäten, besitzen. Genau, also das zum kleinen Überblick, was kann Johannes Bert da leisten. Ähm Es wird in einigen Unternehmen umgesetzt, dass aus dem Dresdner was gemacht wird. Wir haben uns das in dem letzten Projekt vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen angeguckt, wo eben häufig der Dresdner noch nicht weiterverwendet wird, und wollten das Potenzial damit quasi aufzeigen, was kann man alles damit machen.
genau, damit danke ich für die Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind, gerne.